Alrighty then und damit herzlich willkommen zu Shakes and Fidget auf EU8. Gucken wir uns wieder den Gildenvergleich an. Vorher aber Shoutout an Twistu, an X Independenza 96 und Majoskan. Oh, okay, die waren kurz drin in dem Video, Kappa. Die Anhalle hat sie kurz vorgebracht, aber wir sehen natürlich Freedom und All That Matters dominieren weiterhin die Anhalle, aber Tipple von Bade Etoiles hat sich hier reingeschoben. Überhaupt sind ein paar Spieler aus anderen Gilden aktuell hier in der Top 50 von Himmelskrieger, von Dothraki, noch einer von Himmelskrieger. Ja, die genießen jetzt mal kleine Shoutout. Ansonsten wollen wir uns ja um die Gilden kümmern. Ja. Und ja, hier auch mal interessant, wenn es gehen würde. Es geht voran. Es geht voran. Gleich schaltet es um. So. Und zwar, wir haben im Moment in der Ehrenhalle der Gilden noch die Szenerie, dass die stärksten Gilden noch nicht hier oben sind. Denn es geht noch um die Raids. Aber sie kommen. Sie kommen. Freedom ist hier schon unterwegs. Da wissen wir ja, dass die sehr gut unterwegs sind. Und auch andere Gilden kommen vor, die wir in der Ehrenhalle sehen. Also es wird sich noch ein bisschen ändern, wenn wir die 50 Raids erreicht haben. Aber dafür gehen wir in die Gildenliste. Und aus Zeitgründen habe ich jetzt gleich mal viel mehr aufgeklappt. Wir fangen unten an mit Arani Legio, die spielen weiter, genauso wie Blue Ocean. Haben sich nicht viel genommen in den Levels und in der Hall of Fame. Und dann haben wir zwei neue Namen drin. Landtrüker und Black Friday mit 180er Durchschnittslevel, 182er Durchschnittslevel und 496 Ritterhalle, 514 Ritterhalle. Bei Landtrücker muss ich die Raids noch nachtragen. Black Friday hat 32 Raids. Diese Werte zählen jetzt hier nicht rein in die Overall-Liste. Aber GZ, die Gilden habe ich jetzt neu auf dem Schirm, weil sie Spieler in den Top 500 drin hatten. Und von den Werten her passt es auch wirklich sehr gut rein. Emerito Passianso und Nano Eon habe ich nicht mehr gefunden. Die sind raus. Darüber kommt dann Hellmine auf Platz 26. Und ja, die sind jetzt kurz vor der 200. Haben 16 Level gemacht, 23 Hall of Knights sind bei 37 Raids. Und Sons of Licious, die, da habe ich auch die Raids vergessen. Die hatten eine recht gute Woche, sind in der Hall of Night mit 34 Punkten auf über 502 gekommen. Und das, obwohl sie, weil sie von 49 auch auf 50 erhöht haben. Die waren beim letzten Mal 50. Sie haben jetzt den dritthöchsten Wert für die Hall of Night geschafft. GZ 17 Level auch okay. Auch die gehen kurz vor die 200. Und darüber kommt zwei Gilden, eigentlich drei Gilden mit dem gleichen Durchschnittslevel. Sornevasi, auch die ist neu dabei, komplett neu. Wir haben also jetzt eine Top 30, die auch mit guten Werten einsteigen. Bin ich gespannt, wie sie sich entwickeln. Sons of Licious hatte 17 Level geschafft, The Brave 18, war Loyals nur in Klammern 15, aber trotzdem auch ordentliche Ritterhalle mit 24, dafür The Brave etwas weniger Ritterhalle, hatten aber auch schon mehr. Bada Etois hat deutlich mehr Raids gemacht in der Zeit als die anderen Gilden, wobei Schande war sie, weiß ich nicht, und The Brave ist, irgendwie haben die, also die hatten eh schon weniger Raids, aber warum? Was ist da passiert? Es sind 10% weniger XP und Gold und damit könnte sich Bada Etois auf jeden Fall einen Vorsprung erarbeitet haben für die nächste Woche. Und ja, da sind wir auch schon fast bei den Top 20. Da ist aber ein Level Vorsprung. Sepat, die sind dabei. Also übrigens, Ende der Gilden hatte letztes Mal wirklich eine richtig krasse Woche. Also alles neue Leute, auch dritthöchste Ritterhalle mit 34 Punkten vom Level 15 und die Dungeon Hunters darüber, die haben 27 Level gemacht. Und auch 26 Ritterhalle, die hatten eine richtig krasse Woche, haben die meisten Level aller Gilden gemacht, sind damit deutlich vorgepusht. Also die waren vorher auch in dem Bereich von The Brave und Bada Etois. Die sind deutlich vorgepusht, die haben auch 43 Raids, also die haben den Endspurt auf die Top 20 definitiv jetzt hier angenommen. Und ja, wir schauen mal weiter, wo es hingeht, in die Top 15. 209
Durchschnittslevel hat auch die Gummibärenbande. Auch die hat eine gute Zeit. Nicht ganz so stark wie die Dungeons, trotzdem 21 Level, das ist nicht schlecht. Wenn wir hier oben die 22 rot sehen, bedeutet das ein Level weniger. Also auch die sind ja zuletzt reingekrutscht und machen gut weiter. Die haben sie auch auf 50 erhöht, damit auch ordentliche Ritterhalle. Und ja, das ist ein sehr knapper Fight zwischen den beiden Gilden aktuell. Und darüber kommt der Malocha-Trupp, der sich auch tapfer hält in den Top 20. Wenn auch etwas weniger Level, aber die hatten schon ein höheres Durchschnittslevel. Haben aber auch eine gute Ritterhalle gemacht mit 28. Also die werden hier, das wird ein guter Dreikampf werden wahrscheinlich zwischen den Gilden. Oder vielleicht ein Vierkampf mit Tilepkova Patrola. Die beiden Gilden hatten übrigens zuletzt auch die höchsten Level. Diesmal haben sie es nicht geschafft. Und trotzdem Luvakova Patrola 36 Ritterhalle geschafft. Auch die sind von 49 auf 50 hoch. Haben jetzt hier 552. Das ist im Moment der höchste Wert aller Gilden. Bis in die Top 15. Also das hat schon was zu sagen. Auch die haben 44 Raids. Also die Gummibärenbande, die hängt ja natürlich noch nach. Die hatte vorher schon das Problem, dass sie weniger Raids hatten. Ja, die hängt permanent nach, leider. Und ja, beim nächsten Mal könnte das ein bisschen knapper sein, weil die Wii Legions zum Beispiel, die jetzt aktuell auf Rang 16 sind, die haben schon 45 Raids. Die hatten keine schlechte Woche, auch keine krass gute Woche. Ja, wir müssen jetzt gucken, die haben noch einen Level-Vorsprung, aber also wenn von diesen Gilden jetzt hier, von den Vieren, in der Top 20 eine wieder richtig krass loslegt, dann ist der Platz 16 auch in Gefahr. Und Platz 15 wiederum ist auch ein bisschen weit weg. Die Nachtwache hat gepusht. Haben den dritthöchsten Levelwert geschafft mit 22. Eine 18er Ritterhalle. Solide. Letztes Mal waren sie in der Ritterhalle sehr stark. Diesmal im Level. Also auch die Nachtwache ist eine Gilde, die sich den Kampf um die Top 15 angenommen hat und den Platz so einfach nicht mehr hergeben möchte. Gehen wir mal in die Top 10 oder von 15 auf 10. Da fangen wir an mit den Dothraki. Die hatten auch eine gute Woche, gutes Level, gute Ritterhalle im Verhältnis. Das sieht insgesamt sehr stark aus. Die sind richtig vorgeprescht. Die waren vorher nicht in den Top 14 so locker drin. Jetzt mit Abstand wirklich Top 15 gesichert. Also die greifen an. Uskaka, Hovo, Ponika greifen sie an, die auch eine ordentliche Woche hatten mit 16 Level 27 Ritterhalle, kann man nicht sagen. Haben auch noch 2 Raids mehr. Haben insgesamt die höheren Werte, aber der Abstand ist knapp. Sehr knapp geworden. Und auch darüber bleibt es knapp, denn jede Gilde hat genau ein Level mehr. Sensitive Resort beim letzten Mal sehr starke Ritterhalle, auch jetzt keine schlechte Ritterhalle im Verhältnis vom Level her. Sind sie im Schnitt wie die anderen Gilden? Und das ist klar, weil natürlich ist es schwerer, jetzt hoch zu leveln, gerade wenn man vielleicht nicht so viel Dungeons pilzt. Klar, wir hatten ein Epic Event, aber nicht jeder pilzt ja da auch rein. Und ja, die sind da alle relativ knapp. Bis in die Top 10 Ready for War, auch mit einem Level höher. Ritterhalle von 20 und Shadow Syndikat mit 14 Leveln und Ritterhalle 20. Also das ist alles irgendwo in einer Range. Bei den Raids zwischen 44 und 46 sind sie auch relativ nah beieinander. Und also hier kann echt viel passieren zwischen 10 und 15. Wenn die Nachtwache so weiterspielt, sind sie da auch mit dabei. Und ja, Dothraki, wie gesagt, hat es jetzt schon geschafft. Gehen wir mal hoch in die Top 5. Also von 10 auf 9 ist der Abstand auch nicht sehr groß. Requiem Aethernan sind aktuell nur 49. Trotzdem eine gute Ritterhalle im Verhältnis, haben aber nur 44 Raids. Und die sind auf der Suche nach einem neuen Spieler, den sie auch brauchen, denn sonst wird es hier ganz, ganz schwierig werden. Klar, sie sind hier im Schnitt, aber im niedrigeren Level-Schnittbereich. Und der Abstand nach vorne ist größer geworden. Mit der Ritterhalle wird es natürlich auch nicht einfacher. Auch bei den Raids. Also die würde ich jetzt mal hier als erstes anzetteln. Ne? Beim letzten Mal vom Level her sehr gut unterwegs gewesen. Diesmal ja, nicht ganz so gut. Werden wir sehen, wie es da weitergeht. Antaiko jetzt im Direktvergleich eben deutlich besser. Von der Ritterhalle gut. Ein Spieler mehr. In der 7er Ritterhalle ist das locker bei dem Durchschnittswert. Da kann natürlich auch nochmal was passieren. Trotzdem sieht es für Antaiko aktuell besser aus, um die Top 10 zu halten. Und ja, sehr gut sieht es auch für den Tisch aus. Sich solide auf den 7. Platz gespielt. Nach hinten ordentlich Abstand, nach vorne ist zwar auch ein kleiner Abstand, aber die Werte passen. Braucht man sich nicht verstecken. Ist man
gut im Verfolgerfeld dabei und dann gibt es einen kleinen Sprung und dann haben wir wieder diesen knappen Fight der Top 5. Ja. Also Himmelskrieger hat jetzt 2 Level und 4 Ritterhalle-Punkte mehr erreicht als Exiles. Von den Raids haben sie weiterhin einen Vorsprung, also das ist extrem knapp zwischen diesen beiden Gilden. Und darüber kommt Nubikov. Nubikov ist vom Level her ein bisschen reingerutscht, aber ja, die hatten schon 9 Level mehr als Exiles im Schnitt. Jetzt sind es noch 6 Raids passen. Die haben aber sehr gut in der Ritterhalle performt. Also da haben sie wirklich aufgeholt und die anderen Gilden überholt, muss man sagen. Und das ist natürlich auch viel wert. Und dementsprechend würde ich sagen, ist Nubikov nach wie vor auch auf der 4 fest. Der Abstand zu Nekropolis ist aber auch nicht mehr so hoch. Nekropolis hat hier im Verhältnis vom Level und von der Ritterhalle nicht so gut abgeschnitten. Die sind nur 49. Die sind weiterhin nur 49 und das Lustige ist, die haben Esther eingeladen. Esther ist im Moment bei Requiem Aeternam, also Requiem Aeternam, die auch nur 49 sind. Die suchen sogar schon einen. Also es könnte sein, dass die noch einen verlieren. Requiem Aeternam haben wir gesehen, die sind ja auf der 9. Ich meine, das ist jetzt Zufall, dass wir das sehen, ne? Das ist kein Flame gegenüber Nekropolis oder so. Ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es auch Vereinbarungen zwischen den Gilden, das weiß ich auch nicht. Aber es ist halt so. Wenn Leute irgendwo ausfallen, dann bedient man sich in der Regel bei Spielern aus niedrigen Gilden und die müssen die Slots dann auch wieder füllen. Es könnte sein, dass Requiem dann haben 2 neue Spieler dann findet aus anderen Gilden. Ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich niemals, dass sich eine Gilde dann verabschieden muss, wie wir das jetzt bei Emerito Pasianzo zum Beispiel gesehen haben. Aber es kann immer wieder passieren, ja. Man sieht es halt nicht, ne? Also gespannt bin ich natürlich auch, ob Nubikov es schaffen kann, Nekropolis richtig gefährlich zu werden in den Gildenfights. Ich meine, die haben beide 47 Raids. Die Wahrscheinlichkeit, dass die 50 Raids in der nächsten Woche geknackt werden durch den legendären Dungeon, die ist sehr hoch. Ja, und dann geht's ans Eingemachte, dann werden die Gildenfights gestartet und ja, vielleicht sehen wir noch keinen Again, aber am Ende des legendären Dungeon könnten schon, sag ich mal, die Ehrenhalle-Punkte so verteilt sein, dass die 5 hier in dieser Liste dann auch gegebenenfalls in der Ehrenhalle Top 5 sind. Mehr oder weniger. Das wird man sehen. Und All That Matters und Freedom, die sind nach wie vor vorne dabei. Die haben sogar auch mehr Level gemacht als die anderen Gilden hier direkt. Ordentliche Ritterhalle. Freedom hat nach wie vor den Vorteil der meisten Raids, ja. Die sind schon bei 48. Die haben auch über 600 Ritterhallenpunkte geschafft. Also das sind im Schnitt bei 50 Leuten 12. Ja. Freedom wird es auch schaffen, das Durchschnittslevel von 300 zu erreichen. Wahrscheinlich auch All That Matters beim nächsten Gildenvergleich. Also Hardcore. Die haben eine Liga unter sich im Moment am Laufen und das ist auch okay. Ist auch schön, dass es immer noch relativ knapp bleibt. Beim Level hat All That Matters aufgeholt ein bisschen. Also das heizt natürlich den Wettbewerb an und das machen die Gilden wirklich auch sehr, sehr stark. Ja, Leute, und das war's dann von mir an der Stelle. Nochmal vielen Dank auch für den Support. Die Videos kommen echt gut an bei euch. Ich versuche das auf jeden Fall noch eine Weile weiterzumachen. Auch wenn ich selber auf diesem Server nicht mehr spiele. Und ich habe es noch nicht erwähnt, aber falls ihr noch Bock habt auf 10 Euro Giveaway, schaut in das Video von gestern. Habt ihr vielleicht noch die Chance mitzumachen? Oder schaut auch in meinen Discord rein, da kriegt ihr die Informationen über neue Videos beziehungsweise Giveaways. Da kommt jetzt auch noch was vor Weihnachten, denn ihr habt ja auch sehr freundlicherweise den Creator Code gut genutzt und da muss auch noch mal was kommen von mir, aber mehr dazu in einem der späteren Videos. Ich wünsche euch eine gute Woche. Haut rein, macht der Tschüss und Servus. Euer Basti.